bin der Henning von Neu und ich bin der Farm Manager bei der African Food Company hier in Mosambik. Communities in central and southern parts of Mozambique have been cut off from power and clean water 2 weeks after catastrophic floods. Nearly 700,000 people have been affected by the disaster as critical infrastructure has been damaged. Hier sieht man noch den Überbleibsel von unseren Kühlräumen, alles was noch übrig war. Vorher war das alles hier ein grosser Kühlraum. Und unsere Kühlcontainer sind auch völlig am, französisch gesagt, völlig am Arsch. Das war eigentlich alles ein Bananenmeer, von der Ahne bis so weit das Auge gelangt, bis dort runter, bis die Flut kam und eigentlich alles verschlungen hat. Und jetzt sieht man eigentlich nichts mehr von diesen Bananen. Die Leute haben kein Salär mehr, sie haben kein Einkommen mehr, es ist ihnen quasi der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Ich würde schon sagen, die Leute sind daheim am Hungern. Absolutely gut-wrenching. This is what 10,000 square kilometers of flooded land looks like. Will not start, eh? Announcement. Ab von Weg! Vamos com o carro. Ja, wir fahren. Am 16. Januar 2026 ist der südliche Teil von Mosambik von der schwersten Flut getroffen worden, die bis jetzt aufgezeichnet worden ist. 10 Tage vorher, ohne dass irgendwelche Warnungen von der Regierung oder sonst schon rausgekommen sind. Angefangen, unser Material evakuieren, alle Traktoren, Lastwagen, alles, was du bewegen kannst auf der Farm, haben wir auf höhere Böden gebracht. Unsere Schadensberechnung mit der ganzen Infrastruktur und den Bananenverlust für die kommenden Jahre sind etwa auf 1 Million bis 1,2 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Da sieht man jetzt eigentlich gut, was eigentlich die Kraft hinter dem Wasser ist. Abartig. Da haben wir den Massengierdamm und da die Brücke da jetzt geht, das sind die Notfallschleusen, die normalerweise Betonklötze unten drin haben. Und jetzt mit dieser Wasserkraft einfach alle rausgepresst quasi. Es hat so eine Kraft gehabt, dass es da eine richtige Schlucht eigentlich rausgegraben hat. Ich war selber schon lange nicht mehr drinnen. Ja, das war mein Büro. Das ist eigentlich alles, was wir retten können an Büromaterial. Ja. Kann man nicht mehr so mega viel daraus herauslösen. Das ist bis auf den Rand voll gefüllt. Die Farm ist sehr wichtig für die Region hier. Wir hatten rund 250 Angestellte. Mein Vater hat die Firma respektive Farm etwa vor 17 Jahren eröffnet.
Und dann habe ich eigentlich schon früh aufgewusst, dass ich eines Tages da kommen will und für ihn arbeiten will. Vor der Flut haben wir den nationalen Bananenmarkt dominiert. Wir haben all die grossen Supermärkte beliefert. Wir haben in der Woche etwa 60 bis 70 Tonnen Bananen durchgeladen. Die Farm diversifiziert auf Macadamias, auf Kaffee und dem Geissen Schaf noch. Mit den Geiss und den Schaf werde ich so weitermachen, wie es jetzt ist. Das läuft. Und Bananen müsste man sicher auf eine Grösse wieder kommen von 40-50 Hektaren, die wir pflanzen müssten, dass wir eine gewisse kommerzielle Grösse haben. Aber für das müssen wir jetzt finanzielle Unterstützung bekommen, bevor wir mit dem anfangen können. Ich sehe die Zukunft der Farm so, dass wir sicher mit dem Kaffee noch sehr expandieren werden, weil wir dort ein grosses Potenzial sehen, vor allem für Exportmärkte auf Europa. Coffea racemosa ist eine der seltensten, wenn nicht sogar die seltenste Kaffeesorte der Welt. Sie ist auch auf der roten Liste von den Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Die Pflanze hat so ein tiefes Koffeingehalt, dass sie eigentlich schon als koffeinfrei gelten tut. Und gewisse Eigenschaften sind es auch, dass es einheimisch ist, hat eine sehr hohe Resistenz gegen Krankheiten, gegen Insektenbefall und gegen Trockenheit. Das kann eigentlich auch jetzt im Winter mit sehr wenig Wasser rauskommen. Jetzt sehen wir, geht es immer am Wasser. Und jetzt sieht man, sie wachsen wunderbar. Sie sind immer noch ein bisschen am Kämpfen von der Flut, aber sie kommen. Und da sehe ich das eigentlich relativ positiv für die Zukunft der Kaffeeanbau da bei uns. Können wir schnell alle durchzählen. Können wir schauen, dass alle gesund und munter sind. Jetzt ist gerade in dem Moment ist ein neues Geissenbaby auf die Welt gekommen. 2. Da ist Piganino. 2 gesunde kleine Babygeissen, keine 5 Minuten alt. Ja. Also, der kommt schon. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, wie es weitergehen sollte und ob wir vielleicht wieder zurück in die Schweiz wollen. Aber wir haben momentan 2 unreisefähige Hunde, die es für uns unmöglich machen, um in die Schweiz zu reisen für eine lange Zeit. Und wir haben halt die Hoffnung nicht aufgeben. Darum ist das für uns noch keine Option. Das Schönste ist, dass ich da unten alles mit meiner Frau zusammen erleben kann. Und eben die gemeinsame Freiheit, die wir hier haben. Und dann gleichzeitig auch unser Leben hier unabhängig auf der Farm, in der Natur, mit unseren Hunden. Und dann farmtechnisch ist das Beste, wenn man eigentlich ernten kann, was man gesagt hat. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude machen tut.